Bei einem nächtlichen Familienausflug auf den örtlichen Friedhof sind unsere Freunde dem Teufel wieder begegnet. Und der hat ihnen ein wahrhaft grausiges Geheimnis enthüllt. Das war jetzt aber wirklich mal eine gute Idee, die Sache mit Pierre abzuschließen. Ich fühle mich richtig erleichtert und so. Ja, nur unser Hausgeist hat sich nicht hingetraut. Du fürchtest dich wohl vor Toten. Und du fürchtest dich vor den Lebenden. Wo ist da der Unterschied? Und der mutigste Held warst du ja auch nicht, wenn ich dich dran erinnern darf. Grabräuber, Zombies. Ja, schon gut. Der Nebel hat mich halt ganz kirre gemacht. Konnte man ja nix mehr sehen. Ist doch egal. Ich finde auch, dass es eine klasse Idee war. Und einem alten Freund haben wir auch noch geholfen. Ich finde, das sollten wir feiern. Wie? Ihr habt Pierre geholfen? Womit denn? Hör doch mal richtig zu. Mara sagte, wir haben einem Freund geholfen. Also wird es wohl kaum Pierre gewesen sein. Wir haben nämlich Satan wieder getroffen. Der musste einfach mal mit wem reden, weil er doch Vegetarier ist und so. Aber das dürfen wir dir leider nicht erzählen, weil das sonst seinen Ruf ruinieren könnte. Der Leibhaftige ist Vegetarier? Das ist ja heftig. Das muss ich gleich mal meinem Freund Elvis bei Fratzenbuch erzählen. Aber das sollst du doch nicht weiter erzählen. Und wer ist überhaupt dieser Elvis? Keine Sorge, der ist vertrauenswürdig. Das ist der Geist von so einem Schlagersänger aus Memphis oder so. Der hat auch keine Freunde außer mir. Ja, das ist ja gut. Ach, ich freue mich ja so, dass Eduard scheinbar ein paar Freunde gefunden hat. Auch wenn's nur bei Fratzenbuch ist. Und wie meintest du das jetzt mit Feiern? Diesen Monat gibt es doch kaum schwarze Partys. Ach, ich meinte ja auch gar nicht zwingend eine schwarze Party. Ich fühle mich sowas von erleichtert, dass wir das mit Pierre geregelt haben, dass ich glatt Buntvolk vertragen könnte. Außerdem ist doch demnächst Fasching. Ja, aber doch nicht hier, sondern in Kölle. Quatsch. Fasching ist überall. Nur bei uns wird er halt weniger gefeiert. Mit Schulen und Kindergärten und so. Wie? Du willst in eine Schule gehen? Freiwillig? Nein, so ein Blödsinn. Da sind doch lauter Kinder und so. Nee, danke. Aber wenn es hierzulande keine Faschingsparty gibt, dann veranstalten wir doch einfach eine. Wir könnten ja alle unsere Freunde einladen und dann verkleiden wir uns ganz doll lustig. Müssen wir dann etwa auch fröhliche Lieder singen? Und diese komischen Büttelreden schwingen? Die werden doch im Fernsehen übertragen. Und singen tun die da auch für uns. Na, dann ist ja gut. Ich hatte schon befürchtet, wir müssten uns selber zum Nappel machen. Aber so rote Knollnasen müssen schon sein. Sonst kommt ja gar keine richtige Stimmung auf. Und diese lustigen kleinen Hütchen, die gehören einfach dazu. Und außerdem wollte ich so eins schon immer haben. Warum das denn? Weil die Figuren in den Comics früher auch immer sowas aufhatten und dann waren sie doll lustig. Ich wollte halt auch mal wissen, wie sich Fröhlichkeit anfühlt. Also gut, gegen ein bisschen Fröhlichkeit in Maßen ist meiner Meinung nach nichts einzuwenden. Aber dass mir keiner auf die Idee kommt zu singen. Nein, du wirst nicht singen, Trubadix. Du wirst nicht singen. Neulich ging meine Oma einkaufen. Und dazu ging sie in einen Supermarkt. Und dann kaufte sie 3 Pfund Butter. Wollte wohl Fett am Kochen, die gute Frau. Und dann kaufte sie noch Würstchen, Kartoffeln und noch viel mehr. Hey, ist der witzig. Hello. Und dann ging sie zur Kasse. Denn bezahlt hatte sie ja noch nicht. Ja, zum Totlachen. Hello. Und an der Kasse merkte sie, dass sie ihr Einkaufswägelchen vergessen hatte. Auch hello. Und da fragte die Verkäuferin meine Oma, ob sie vielleicht eine Tüte will. Und dann sagte meine Oma, nee, danke, wenn ich jetzt auch noch kiff, bekomme ich das Zeug nie mehr nach Hause. Ha. Und hello auch noch dazu. Also ich habe den nicht verstanden. Kann mir das mal jemand erklären? Na, das war ein total lustiges Wortspiel. Von wegen Tüte, wie Einkaufstüte. Könnte aber auch Tüte wie Haschisch-Tüte heißen. Ja und? Ich habe auch noch irgendwo eine Tragetasche aus Hanf. Benutze ich zwar nie, aber ich glaube schon, dass man da Zeug drin rumtragen kann. Aber Uli meinte doch die Tütchen zum Rauchen, auch Joints genannt. Ach so, jetzt verstehe ich's. Ist ja voll lustig. Hello. Kennen Sie das auch? Sie putzen und putzen und putzen und trotzdem sieht man jedes Staubkorn? Endlich haben unsere Wissenschaftler die Lösung für dieses Problem gefunden. Ab einer ausreichenden Menge Dreck nimmt das menschliche Auge den Schmutz gar nicht mehr wahr. Und damit Sie gar nicht erst warten müssen, bis es soweit ist, gibt es jetzt Kill It Dreckeck für Schmutz in jeder Ecke.
Kill It Dreckeck. Und jetzt ganz neu, Kill It Brech mit einer extra Portion Kolibakterien. Kill It Dreckeck. Lau, der war jetzt wirklich gut. Hä? Das ist jetzt aber Werbung. Die war ernst gemeint. Oh, Entschuldigung. War aber doch trotzdem lustig. Hello, Tere, Tere, Tere. Hey, musst du immer gleich übertreiben? Zu viel Frohsinn schadet dem Gehirn, Na, dann kann dir ja nicht mehr viel passieren. sprach der Kopflose. Hey, der war ja richtig witzig von mir. Hello und Frohsinn und so. Warum musst du immer so eklig sein? Weiß nicht, vielleicht weil du einfach noch dümmer bist als ich. Arschloch. Habe ich was Falsches gesagt? Jetzt seid doch mal ruhig. Es geht weiter. Eine habe ich noch. Neulich kam ich etwas früher nach Hause und erwische meine Frau mit dem Klempner im Bett. Und da frage ich, Hey, der war richtig gut. Und da frage ich, arg, genial, da muss man erst mal drauf kommen. Tja, und Hello, der hat sich jetzt totgelacht. Wie witzig. Das war jetzt auch ein lustiges Wortspiel. Echt witzig. Und wer bekommt diese Knalltüte jetzt ab? Ich natürlich wieder. Sehr witzig. Jetzt sei mal nicht so griesgrämig. Immerhin ist Fasching, Kölle Alaf und so. Ach ja? Und ich hab den dann für die ganze Ewigkeit. Das ist überhaupt nicht witzig. Hey, ihr beiden, jetzt hört gefälligst auf, euch zu streiten. Ihr macht die ganze Stimmung kaputt. Du, sei mal ganz ruhig dahinne. Mit dir hatten wir schon genug Probleme. Das ist kein Grund, hier Stress zu machen. Ich glaube, wir sind hier nicht mehr willkommen. Ich glaube auch. Gehen wir lieber, bevor es hier noch zu witzig wird. Mensch, Sebi, was sollte das denn jetzt? Musst du immer allen die gute Stimmung versauen? Bleib doch mal cremig. Ich bin cremig. Ach, davon ist aber nix zu merken. Bin ich aber total relaxed. Merkt euch das. Warum hast du denn jetzt Nina erschossen? Die hat doch gar nichts gesagt. Entschuldigung, war grad so gut in Fahrt. Ist ja gut. Aber jetzt Ruhe, die Sendung geht weiter. Jetzt hört doch mal auf, immer an mir rumzumäkeln. Na, du gibst uns aber auch genug Grund dazu. Neulich kam ich etwas früher nach Hause und erwische meine Frau mit dem Klempner im Bett. Puh, endlich mal ein bisschen Ruhe hier. Aber lustig war's schon. Jetzt sie sind, sie alle tot. Alle tot und ich hab meine Ruhe. Thank you.